Im heutigen Video bauen wir den perfekten Luxusurlaub am Meer aus Lego. Wir bauen einen Whirlpool am Strand, einen netten Strandkorb und vieles mehr. Starten müssen wir aber bei 0. Heute beenden wir insgesamt 4 Module und das erste hat hier auch schon eine nette Spielplatzschaukel und in einem Livestream habe ich hier noch einen steinigen Weg ergänzt, der dann zum Strand führt und mit dem Strand starten wir jetzt. Das sind die 3 Strandmodule, die wir heute bauen werden und beim ersten Strandmodul haben wir direkt eine sehr spannende Bauweise. Nämlich baue ich das Wasser mit den Fliesen nicht einfach so auf die Baseplates drauf, sondern ich baue erstmal Schichten an Plates dorthin, um quasi die verschiedenen Wassertiefen darzustellen. Jetzt sieht es vielleicht noch ein bisschen komisch aus, aber wenn gleich die Fliesen drauf sind, dann seht ihr, wie das Ganze dann aussieht. Dafür benutze ich eine Kombi von diesen klassischen 1x2 Fliesen und auch noch diesen Cheesy Slopes für die Wellen. Und dann hat man dieses Endergebnis, wo das Wasser auch noch so ein bisschen reflektiert und man eben die Tiefen vom Wasser sieht. Dann habe ich den Sandstrand erstmal weiter ausgebaut, bis mir eine Sache aufgefallen ist. Ich möchte nämlich durch die komplette Lego Berglandschaft einen Fluss führen lassen, der dann hier am Strand endet. Den Fluss habe ich jetzt aber erstmal vergessen und deswegen muss ich diesen Fehler mal ausbessern. Schade für Sie. Und ungefähr den halben Strand nochmal abbauen, aber dann haben wir jetzt hier den Fluss mit drin und ich denke, der passt hier auf jeden Fall rein, auch mit den Tan-Plates da als Untergrund. Ich finde, der Fluss allein, der lockert auf jeden Fall den Strand schon auf und später kommen ja auch noch einige Details dazu gleich. Dann haben wir hier das erste Modul beendet und im Livestream habe ich dann dieses zweite Modul hier gebaut. Also zu den Livestreams seid ihr auch immer herzlich eingeladen. Einmal pro Woche gibt es so einen Livestream, wo wir irgendwas bauen oder irgendwas Lego-mäßiges bequatschen. Und da haben wir jetzt hier dieses Modul gebaut und Gäste waren auch noch mit dabei. Und hier seht ihr, haben wir eine gerade Fläche hingemacht, denn hier bauen wir gleich noch einen Pool hin. Hier kommt auch noch eine Brücke hin und außerdem bauen wir noch einen Strandkorb. Aber zuerst muss ich hier erstmal das Modul komplett fertig bauen. So, damit wir das Ganze hier besser bauen können, habe ich jetzt hier direkt das Modul dazu genommen, das direkt daneben ist. Hier vom Strand müssen wir jetzt hinkriegen, einen Übergang zu dieser Grünfläche zu machen. Okay, let's go. Und da hatte ich die Idee, dass wir diese Bepflanzungsteile aus dem Lego Store nehmen. Vorher musste natürlich der Boden erstmal fertig gemacht werden und dann konnte es an die Bepflanzung gehen. Aber die fand ich gar nicht so gut. Brother, what's that? Sieht aus wie Scheiße, riecht wie Scheiße und schmeckt wie Scheiße. Okay, nein, das ist nicht das, was ich haben will. Und genau deswegen kam nun die andere Bepflanzung ins Spiel und ich finde, das sieht um Welten besser aus als das von davor. Dann habe ich das noch ein bisschen mit solchen Grashalmen ausgeschmückt. Mir war das noch ein bisschen zu eintönig mit dem ganzen Grün. Die Leimteile, die haben natürlich schon ein bisschen herausgestochen und deswegen habe ich noch so ein paar dieser Bright Green farbenen Blättern mit eingebaut und so sah das dann am Ende aus und damit war ich auf jeden Fall zufrieden. Könnt ihr auch gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren schreiben. Und nun bauen wir das, worauf viele von euch wahrscheinlich gewartet haben. Nun kommt nämlich hier der Luxuspool. Damit die Seiten vom Pool nicht so langweilig aussehen, habe ich hier mit den Headlight Bricks einige Fliesen an die Seite noch angebracht, sodass es quasi leicht rausguckt. Als Kontrastfarbe zu Reddish Brown habe ich mir Weiß überlegt. Weiß wird dann quasi der Boden vom Pool, der aber am Ende nicht so viel sichtbar ist, aber wie ihr seht, der Rand wird auch noch weiß und so sieht man auch noch diese Kontrastfarbe aus. Als letztes kommen dann noch hauptsächlich diese 1x1 Round Plates hier rein und ein paar transparente Teile kommen oben noch drauf, damit es richtig schön sprudelt im Whirlpool. Aber das ist wie gesagt erst unser erstes Detail-Highlight. Nun unterbauen wir den Pool mit Jumper Plates und Fliesen, damit wir den auch modular rausnehmen können. Und hier vorne bauen wir ein bisschen um, denn nun bauen wir hier den Strandkorb ein. Aber wie wurde dieser Strandkorb eigentlich genau gebaut? Es ist gefühlt die gängigste Bauweise, einen Lego Strandkorb hier auf YouTube zu bauen. Stein auf Stein hat diese Bautechnik beispielsweise auch benutzt. Dieser Strandkorb lässt sich in verschiedenen Farben bauen. Ich habe mich jetzt hier für Rot und Weiß entschieden, weil ich das bei meinem alten Strand auch verwendet habe. Und nach circa 6-7 Minuten Bauzeit ist dann der Strandkorb auch schon fertig. Unten kommt noch das letzte Teil rein und dann können wir den hier einbauen. Ich finde, das sieht doch schon nach einem guten Anfang für die Details aus. Bevor wir weitermachen mit vielen weiteren Details, bauen wir erstmal am nächsten Modul. Bei den ganzen Unterkonstruktionen für diese Module nutze ich ja alles mögliche an Steinen, beispielsweise auch alternative Steine, weil es einfach günstiger ist. Oder auch solche alten Lego-Steine und manche davon sind sogar ein bisschen verbogen, sodass man mit denen gar nicht mehr richtig bauen kann, wie der hier.
Dann wurde auf jeden Fall über eine halbe Stunde wieder aktiv gebaut und ich kam sogar auf eine Idee, weil hier hinten wäre der Strand eher wieder eintönig geworden und deswegen dachte ich mir, hier könnten wir doch so eine Art Loch machen, das ein kleines Kind beispielsweise gebuddelt hat. Denn wenn man am Strand schon tief genug buddelt, dann kommt man auch gerne mal an Wasser. Und das haben dann die Kinder hier geschafft. Wir können dann hier beispielsweise einmal hier dieses Kind ransetzen, das dann hier weit gebuddelt hat. Ich finde, das ist auf jeden Fall noch ein nettes zusätzliches Detail hier am Strand. Ich würde sagen, jetzt bringen wir diese 3 Strandmodule einmal auf den Tisch von der Lego Berglandschaft. Und dann werden wir auch noch einige weitere schöne Details einbauen, neue Minifiguren und so weiter. Ihr seht beim Modul daneben, dort verläuft ein Weg, den müssen wir hier natürlich erstmal fortsetzen. Ist jetzt erstmal nicht so viel Arbeit, denn dahinter geht der Weg weiter als Steg. Was ich nämlich öfter mal im Urlaub gesehen habe, war, dass anstrengende Stege sind, damit man beispielsweise nicht barfuß über den Sand laufen muss. Und deswegen wollte ich so einen Steg hier auch noch einbauen, der zum Pool führt. So sieht hier nun der Steg ein bisschen schräg eingebaut aus. Ich habe den wirklich ein bisschen schräg eingebaut, einfach damit es hier nicht alles so rechtwinklig und so aussieht. Hier habe ich noch eine Stufe mit dazu eingebaut, um dann quasi vom Steg hier in den Pool zu kommen. Und nun muss der Weg natürlich weitergehen, also es soll hier nicht nur bis zum Pool gehen, sondern es soll hier auch noch über eine Brücke auf die andere Seite von diesem kleinen Fluss führen, wo dann halt hier noch ein bisschen mehr Strand dazukommt. Im heutigen Update nicht mehr, aber die Brücke bauen wir heute auf jeden Fall schon und da sind auch einige nette kleine Bautechniken dabei. Außen haben wir 2 Brückenteile, die dann miteinander von solchen 1x6 Plates verbunden werden, die dann dort schön gerundet reinkommen. So sieht die Brücke dann fertig aus. Außen habe ich solche braunen Frösche als kleines Detail noch rangebaut. Ursprünglich wollte ich die ja hier hinbauen, aber ihr seht schon, die geht hier schon auf das nächste Modul. Irgendwie ist ja der Übergang von diesem Steg zur Brücke auch ein bisschen schwierig, deswegen dachte ich mir jetzt, stellen wir die einmal hier hin und hier sieht die ja so auch angeschrägt viel besser aus als dort und deswegen dachte ich mir, wir können hier dann ja wieder einfach so einen normalen Weg machen. Aha! Also quasi hier können die Leute über den Strand laufen, die können ja hier vorne auch zum Strandkorb laufen und dann geht es hier einmal über die Brücke auf die andere Seite vom Fluss zum restlichen Strand und das hier ist dann quasi der Luxusbereich vom Campingplatz. Bevor wir hier nun die letzten Details am Strand bauen mit Minifiguren und einigen Kleinteilen, die hier noch viel mehr Details reinbringen, kommen wir noch einmal zur Planung. Der Fluss, der führt quasi jetzt einmal hier hoch. Hier wird dann eine Straße hinkommen, wo der Fluss dann unten unter einer Brücke durchführt. Hier hinten wird dann ein See sein und ein kleiner Wasserfall und dann wird der Fluss hier durch eine Schlucht führen. Also wir haben hier auf jeden Fall einiges mit dem Fluss geplant. Der wird hier quasi durch die komplette Lego Berglandschaft führen. Und hier unten endet er dann, wie gesagt. Und hier dieses blaue Kästchen habe ich jetzt hier eingebaut, denn hier soll der Leuchtturm hinkommen. Ich möchte nämlich in diese Lego Berglandschaft auch einen Leuchtturm einbauen. Den habe ich hier im Livestream oben in der Infokarte schon angefangen zu designen. Wie gesagt, Livestreams gern immer mal wieder vorbeischauen. Und nun kommen wir hier endlich mal zu den Minifiguren und den letzten Feindetails. Wir starten mit der schönen Lego Palmbautechnik. Hier über die Hose können wir die Palme auch so ein bisschen knicken. Und dann haben wir hier am Ende unsere nette Palme. Wir haben 2 Palmen hier am Strand, dann kommt hier auch noch ein kleiner Eiswagen hin und hier auch noch der angesprochene Weg zur Brücke. Und um das Ganze hier noch ein bisschen mehr zu beleben, kommen hier natürlich auch noch einige Minifiguren mehr dazu. Der Typ hier beispielsweise, der füttert eine Möwe mit einem Keks. Und ich habe euch ja auch noch versprochen, Fliesen und einige Kleinteile zu nutzen, um noch ein paar mehr Details in den Boden zu bauen. So sieht der Boden damit aus. Ich finde so hier und da einige Fliesen machen sich da eigentlich ganz gut. Und jetzt haben wir hier schon einen schönen Lego Strandurlaub in der Lego Berglandschaft, der Lego Berg. Da geht's beim nächsten Mal weiter. Während ihr hier noch einige letzte coole Detailaufnahmen seht, kann ich euch ja schon mal empfehlen, euch das Video zum Lego Campingplatz anzugucken, denn vom Campingplatz führt jetzt ein Weg zum neuen Lego Strand. Beim Campingplatz wurden auch viele kleine tolle Geschichten eingebaut und auch die Mafia ist hier. Schaut euch also auf jeden Fall das Video zum Campingplatz als nächstes an. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.